Das Thema des heutigen Vernetzungsanlasses sind Forschungsdaten in einer digitalen Gesellschaft und wir widmen uns insbesondere den praktischen, rechtlichen und ethischen Herausforderungen von Forschungsdaten. Das Thema beschäftigt uns stark in der Zusammenarbeit mit den anderen Hochschulen. Forschungsdaten, die Frage von Erhebung, Auswertung, Speicherung, Dateneigentum. Diese Fragen, die tauchen sofort auf, wenn man im Rahmen der DITS gern zusammenarbeiten möchte. Ja, Daten werden vom Datenschutzrecht eigentlich immer aus einer reinen Risikoperspektive angeschaut. Also so die Grundannahme implizit ist, die Bearbeitung von Personendaten ist immer ein Risiko. Und mit Blick auf das Risiko versucht man dann irgendwie das Risiko zu minimieren, indem man die Nutzung eingrenzt. Und man vergisst, dass Daten eigentlich per se mal neutral sind und für gute, aber auch schlechte Zwecke verwendet werden. Und da, glaube ich, braucht es einen fundamental anderen Zugang. Bestehende Datenschutzregelungen können hinderlich sein für die Forschung, in dem Sinn, dass sie in die Quere kommen mit dem Beziehungsaufbau zu den Leuten, die man antrifft im Feld. Und es geht ja eigentlich immer darum, dass man die Einverständniserklärungen immer schon am Anfang der Forschung einholt, was eine gewisse Logik hat. Aber das steht dann im Widerspruch zu einem längeren Prozess, von wie man eine Beziehung aufbaut zu den Leuten. Und wenn man gerade kommt mit so einem juristischen Rahmen und quasi auf den juristischen Kontext auflupft und hinweist, dann kann das auch abschreckend wirken und einem Beziehungsaufbau im Weg stehen. Daten werden öffentlich finanziert. Von dem her sind es ein öffentliches Gut. Es ist aber auch so, dass Teilnehmende vieles von ihrem eigenen Herzblut reingeben. Und man sollte die Teilnehmenden nicht überfragen, nicht zu viel. Und ich finde einfach, es ist wichtig, dass die Informationen, die sie weitergeben, auch anderen nützlich sein können. Also ich glaube, dass die Digitalisierung vieles verschiebt und vieles verschieben wird. Und was sich heute in der Diskussion, glaube ich, gezeigt hat, ist, dass wir noch kein ganz klares Bild davon haben, auf wie vielen Ebenen und was alles. Und da geht es um Datenproduktion, da geht es darum, in welcher Art von Unternehmen zum Beispiel Daten produziert und zur Verfügung gestellt werden oder eben nicht. Es geht aber auch darum, was dann mit den Daten passiert, wenn sie mal in der Welt sind. Und davon, glaube ich, haben wir noch kein ausreichend tiefenscharfes und umfassendes Bild. Und da sehe ich eigentlich auch den zentralen zukünftigen Diskussionsbedarf für die nächsten Vernetzungsanlässe zum Beispiel.